Hey Lieben, was geht ab bei euch? Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, geht es in diesem Video um Tempo bzw. Geschwindigkeit in der Prüfung. Ist ein super wichtiges Thema, weil wenn man nicht aufmerksam ist, kann man da blitzschnell durch die Prüfung fallen. Ich muss auch zugeben, wenn ich da so drüber nachdenke, ist das womöglich mit einer der häufigsten Durchfallgründe von Schülern. So, bevor wir jetzt aber sofort starten, würde ich euch sehr darum bitten, zeigt doch mal ein bisschen Liebe und lasst ein Abo da, weil viel zu viele Leute die Videos gucken und leider nicht den Kanal abonnieren. So, die Hauptfrage, mit der wir uns beschäftigen, ist, wie kann ich bei einer Führerscheinprüfung wegen Geschwindigkeit durchfallen? Und natürlich, auf welche Besonderheiten muss ich als Schüler achten, damit ich nicht durchfalle? Als erstes müsst ihr verstehen, dass es natürlich viele Geschwindigkeitsvorschriften in Deutschland gibt, wie hier zu sehen. Und einige von diesen Schildern sind relativ wichtig, weil nicht auf dem Schild draufsteht, wie schnell ich dort fahren darf. Wie zum Beispiel der verkehrsberuhigte Bereich, also die Spielstraße. Hier dürftet ihr nur mit Schritttempo fahren. Falls ihr sie befahren dürft, die Fahrradstraße, dort müsst ihr wissen, dass die zugelassene Höchstgeschwindigkeit nur 30 beträgt. Dann haben wir noch wohl zwei der wichtigsten Schilder, wo ihr nicht direkt erkennen könnt, wie schnell ihr dort fahren dürft. Natürlich einmal der Ortseingang bzw. innerorts mit 50 km/h und dann natürlich Ortsausgang, also wenn ihr außerorts fahrt, da dürft ihr 100 fahren. Aber auf die Ortsschilder gehe ich am Ende nochmal kurz drauf ein. Wichtig für euch und eure Prüfung ist also, informiert euch über alle Schilder, die wichtig für die Geschwindigkeit sind. Wichtig zu erwähnen ist hier, da wo ihr Schrittgeschwindigkeit fahren müsst, also in der Spielstraße, verkehrsberuhigter Bereich oder bei Bussen mit Warnblinker, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr wirklich Schritttempo fahrt, weil man da sonst sofort durch die Prüfung fällt. Wichtig sind auch die Gefahrzeichen in Verbindung mit einem Temposchild, die die Geschwindigkeit wieder aufheben, weil dies wirklich von Schülern relativ häufig falsch gemacht wird. Und achtet beim Fahren immer auf alle Schilder, so wisst ihr wirklich immer, wie schnell ihr fahren dürft. Besonders wichtig ist hier, was ich nur empfehlen kann, verbindet dies am besten mit dem Reden aus meinem Prüfungsvideo. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Part bei dem Thema Tempo. Wie kann ich also in der Prüfung wegen Geschwindigkeit durchfallen? Ich erkläre euch den genauen Gesetzestext, wonach sich jeder Prüfer in Deutschland richtet. Überschreitung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit ohne zeitnahe Korrektur. In der Stadt, also innerorts, mehr als 5 km/h und außerorts mehr als 10 km/h führen zu sofortiger Beendigung der Prüfung. Eine zeitnahe Korrektur liegt vor, wenn die Geschwindigkeitsanpassung innerhalb von 3 Sekunden erfolgt. Man muss schon dazu sagen, die meisten Prüfer sind da jetzt nicht so kleinlich. Also wenn das 3, 4 oder 5 Sekunden sind, dann geht das meistens auch noch klar. Aber alles, was dann über 5 Sekunden geht, da müsst ihr dann wirklich aufpassen, weil da werdet ihr dann direkt durchgefallen. Was dann außerdem noch sehr wichtig ist, dass ihr die Geschwindigkeit natürlich immer ab Schild fahren müsst. Was dann aber auch schon ein gewisses vorausschauendes Fahren erfordert. Hier befinden wir uns auf der Kraftfahrstraße, wo wir 100 fahren dürfen. Und hier ein Stück weiter vorne habt ihr dann das 70-Schild, welches ihr halt rechtzeitig erkennen müsst, so dass ihr dann vom Gas gehen bzw. bremsen könnt, damit ihr die Geschwindigkeitsanpassung so vornehmt, dass das genau passt. So, und hier solltet ihr dann genau auf der Höhe des Schildes wieder circa bei 70 km/h sein. Fahrt da aber lieber ein paar km/h zu wenig statt zu viel. Weil das man punktgenau bei 70 ist, wird man in den meisten Fällen nicht hinbekommen, was aber auch normal ist. So, dieselbe Situation gilt natürlich auch, wenn ihr ein Schild habt, wo ihr dann schneller fahren dürft. Hier befinden wir uns irgendwo außerorts, dürfen aber nur 50 km/h fahren. Hier habt ihr jetzt das Schild, was die Geschwindigkeit wieder aufhebt. Also darf auf der Höhe des Schildes wieder 100 gefahren werden. Aber beachtet hier, dass ihr wirklich bis zu dem Schild nicht schneller als 50 fahren dürft. Also habt immer euer Tacho im Auge und gebt nicht zu früh Gas. Wenn es um das Thema Tempo geht, dann gibt es natürlich nicht nur das zu schnell fahren, sondern selbstverständlich auch das zu langsam fahren. Wofür man übrigens auch durch die Führerscheinprüfung fallen kann. Nur da ist das kleine Problem, dass das nicht so leicht zu erklären ist, wann man da genau durchfällt. Laut Straßenverkehrsordnung darf ohne triftigen Grund niemand so langsam fahren, dass dadurch der Verkehrsfluss behindert wird. Nur da fällt man natürlich nicht direkt beim ersten Fehler durch die Prüfung.
Übertreibt es hier aber nicht, weil wie schon gesagt, der Prüfer kann euch da durchfallen lassen. Nur hier müsst ihr verstehen, dass man es nicht genau beziffern kann, wie oft ihr den Fehler machen könnt, ohne dass ihr durch die Prüfung fallt, weil das von mehreren Faktoren abhängt und der Prüfer sich einfach einen Gesamteindruck von eurem Fahren verschafft und demnach halt entscheidet. Wenn ich aber schätzen müsste, würde ich so sagen, dass die meisten Prüfer so nach 4 bis 7 Fehlern euch darauf hinweisen und euch zur Vorsicht ermahnen. Spätestens dann, sobald der Prüfer euch ermahnt, solltet ihr wirklich aufpassen, weil dann seid ihr vom Durchfallen nicht weit entfernt. Wichtig ist hier, wir reden hier natürlich nicht von 1-2 km/h, die man mal kurz zu langsam fährt, sondern das müssen dann schon ca. 5 bis 10 km/h langsamer über einen längeren Zeitraum, wenn ihr innerorts fahrt, oder ca. 10 bis 15 km/h über einen längeren Zeitraum, wenn ihr außerorts unterwegs seid. Dann müssen wir nochmal ganz kurz auf das zu schnell fahren drauf zurückkommen. Das mit dem innerorts mehr als 5 km/h und außerorts mehr als 10 km/h innerhalb dieser 3 Sekunden, das habt ihr ja bereits kennengelernt. Und das würde ich mir an eurer Stelle auch wirklich merken, weil das echt wichtig ist. So, allerdings müsst ihr hier jetzt wieder ein bisschen aufpassen, weil sollte es häufiger vorkommen, dass ihr unter diesen besagten Grenzen von gerade bleibt, fahrt ihr ja trotzdem zu schnell und es ist ein Fehler. Nur mit dem Unterschied, dass man halt nicht sofort durch die Prüfung fällt. Denn hier macht sozusagen wieder die Menge das Gift. Ich würde hier wieder so grob schätzen, ihr könnt 3 bis 7 Mal den Fehler machen. Dann weisen die meisten Prüfer wieder darauf hin, dass das nicht so weitergehen kann und dass man aufpassen muss und so weiter. Und danach müsst ihr dann echt auf euer Tacho achten, weil da kann man dann super schnell auch dafür durchfallen. Ich hätte das fast vergessen zu erwähnen, aber für den Fall, dass man mal ein Schild übersieht oder halt viel zu schnell ist, fällt man auch hier sofort durch die Prüfung. Ein kleines Beispiel gefällig. Innerorts dürft ihr 50 fahren, ihr fahrt aus Versehen 70, gleich Prüfung Ende. So, ich muss schon zugeben, wenn ich ein Schüler im Kopf eines Fahrlehrers wäre, würde ich auf jeden Fall zusehen, dass ich das mit dem Reden mache und würde versuchen, jedes Schild mitzunehmen, damit ich im besten Fall keins übersehe. Macht das beim Reden so, dass ihr ca. alle 5 bis 8 Sekunden einmal zum Tacho guckt. So könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass ihr nicht zu schnell oder zu langsam fahrt. Gerade für Fahranfänger sehr wichtig, da ihr noch kein gutes Gefühl für die Geschwindigkeit entwickelt habt. Versucht das wirklich in den Fahrstunden immer zu üben, damit ihr euch dran gewöhnt. Ihr werdet sehen, der Stress lohnt sich, weil in der Prüfung macht man das dann schon fast automatisch. Versucht da wirklich drauf zu achten, gerade bei dem Thema Geschwindigkeit und Schilder, dass ihr wirklich versucht, jedes Schild, was an der Straße steht, zu sehen. Weil viele Schüler verstehen das nicht, aber auch wenn dort kein Schild steht, ist das trotzdem eine Aussage und wichtig für euch. Je nachdem, ob ich innerorts bin oder außerorts. Aber ich zeige euch ein kleines Beispiel. Hier habt ihr eine Straße, wo man sehen kann, dass 30-Zone Ende ist. Dann biegen wir hier rechts ab auf die große Straße und beobachtet mal den rechten Fahrbahnrand, welche Schilder dort stehen. Genau richtig, weil da stehen gar keine. Aber da wir innerorts sind und kein Schild vorhanden ist, darf ich hier wieder 50 fahren. Ihr müsst euch aber immer sicher sein, ob ihr innerorts oder außerorts seid. Also immer schön die Augen auf. So, zum Ende des Videos habe ich noch mal eine kleine Sequenz und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr selber sehen könnt, wie schnell ihr am Ende auf der Straße fahren dürft. So, hier biegen wir erstmal ganz gechillt rechts ab. Dann habt ihr dann das erste 70-Schild. Und wieder 70-Schild mit Achtung Ampel. So, und die 1 Million Euro Frage ist jetzt, wie schnell dürft ihr jetzt hier fahren? So, ich lasse das Video jetzt mal ganz kurz zurücklaufen, damit ihr sehen könnt, wo wir herkommen und so. So, dann starten wir wieder am Anfang, wo wir hergekommen sind. So, und hier könnt ihr jetzt sehen, eindeutig ein Außerortsschild.
sondern geht es wieder um die Kurve. Da ihr außerorts seid, wäre eigentlich 100, aber da ihr das 70-Schild da habt, ist natürlich 70. Dann habt ihr hier wieder Achtung Ampel mit 70. So, und hier könnt ihr natürlich direkt die Antwort sehen. Ich bin natürlich außerorts, da das Ampelschild mit dem 70-Schild zusammen sich nur auf die Ampel bezieht, darf ich dann wieder, weil ich außerorts bin, 100 fahren. Man muss aber wirklich sagen, dass es echt wichtig ist, die Ortsschilder wahrzunehmen, weil die meisten Schüler, die sehen die Ortsschilder nicht oder nehmen sie nicht wahr und dann weiß man natürlich auch nicht, wie schnell man dort fahren darf. Für alle diejenigen, die die richtige Antwort gewusst haben, schreibt mir bitte eure Kontoverbindung eben in die Kommentare und ich kümmere mich drum. Für alle anderen, guckt euch am besten das Video nochmal von vorne an. Nee, das war Spaß. Ich hoffe doch sehr, dass ich bei den Fragen, die ihr vielleicht hattet, helfen konnte und ihr ein wenig klüger hier rausgeht, als ihr reingekommen seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag bzw. Nacht, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Falls ihr Fragen habt, schreibt es wie immer unten rein. Zeigt ein bisschen Liebe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö mit Ö.